Wie glücklich und zufrieden bist du denn gerade mit deinem Leben? Und was hat das mit deinem Unterbewusstsein zu tun? Was wäre, wenn 7 Fragen an dein Unterbewusstsein manches verbessern könnten? Du hast ganz sicher schon vom Gesetz der Entsprechung gehört oder wie innen, so außen. In meinem Video vom 4.3. hier auf diesem Kanal habe ich Näheres dazu schon gesagt. Und so ist es ganz normal, dass unser Unterbewusstsein viele Dinge im Außen steuert. Machen wir ein kleines Beispiel. Mal angenommen, eine Person kommt in den Raum, mit der du in der Vergangenheit schon öfter mal das eine oder andere Problem hattest. Diese Person kommt rein, vielleicht sogar mit einem freundlichen Lächeln, um dich zu begrüßen, und trotz alledem, deinem Unterbewusstsein sei Dank, gehst du innerlich in Hab-Acht-Stellung. Und das Gespräch, was gut hätte werden können, nimmt vielleicht plötzlich einen vollkommen anderen Verlauf. Bevor wir zu den 7 Fragen an dein Unterbewusstsein kommen, spür einfach mal in dich hinein. Um welchen Lebensbereich geht es denn, der optimierungswürdig ist? Ist es die Gesundheit, Familie, Finanzen, Beruf und Wirken, deine Spiritualität? Ist ein Defizit vielleicht im Bereich Freunde oder Partnerschaft? Schau dir kurz die Strichgrafik an und spüre in dich hinein. Entscheide spontan, um welchen Bereich es geht, der dein Leben sofort glücklicher machen würde, wenn du dich dem ein bisschen mehr widmest. Bevor die Fragen für dich kommen, noch ein kleiner Nachtrag. Auf der Strichgrafik hast du eine Skala. Wenn du zwischen 1 und 10 dich entscheiden könntest, wo würdest du im betreffenden Bereich dein Kreuzchen setzen? Wie ausgeprägt wäre dein Glücksgefühl? 10 bedeutet, alles ist im grünen Bereich. 8 ist noch Luft nach oben, und wenn du bei der 1 angelangt bist, dann bist du wirklich maximal unzufrieden. Das heißt also, alles, was 8 oder niedriger ist, darfst du dir genauer anschauen. So, und jetzt die Fragen. Beginnen wir mit dem Bereich Gesundheit. Welchen Schritt kann ich heute noch gehen und mich besser fühlen? Für den Bereich Familie folgende Frage: Wem darf ich jetzt vergeben? Und wenn es eine Person gibt, mit der es ein bisschen Sand im Getriebe gibt, wo also die Beziehung nicht so rund läuft, wie du dir das wünschst, gibt es eine tolle Vergebungstechnik, von der du bestimmt auch schon gehört hast. Es ist das hawaiianische Ho'oponopono. Ich möchte es auf die 4 kurzen Fragen beschränken, die überliefert sind zu dieser Methode von Dr. Len, einem Arzt, Psychologen und Therapeuten. Die erste Frage lautet, oder die erste Aussage: Es tut mir leid. Dahinter steht, ich nehme das Problem wahr und an. Die zweite Aussage, der zweite Satz: Bitte verzeih mir, wenn ich dich oder andere bewusst oder unbewusst verletzt haben sollte. Das steht da dahinter. Der dritte Satz: Ich liebe dich, und meint damit, ich liebe mich und dich bedingungslos. Ich sehe das Göttliche in dir. Und als letzten Satz: Danke. Danke dafür, dass ich das Problem erkennen und heilen durfte. Und diese 4 Sätze im Zusammenhang mit der Person, um die es geht, lass dir einfach einige Tage immer wieder durch den Kopf gehen und in den Gedanken kreisen. Eine kurze Frage zum Bereich Finanzen. Was in mir
braucht Heilung, um in den Strom der Fülle treten zu können? Wenn wir unzufrieden mit unserem Beruf, mit unserem Wirken sind, gibt es im Grunde eine wichtige Frage. Welche Veränderung steht jetzt an? Wer das Wirken des Unterbewusstseins in sein Leben einlädt, der weiß, dass das Unterbewusstsein direkt mit einer höheren Macht, mit dem Göttlichen verbunden ist und jede Menge Inspiration von genau dort kommt. Daher die Frage für den Bereich Spiritualität: Wie spüre ich die Anbindung an eine höhere Macht, das Universum, die geistige Welt? Auch beim Bereich Freundschaft verlass dich auf den ersten Impuls, der auf die Frage hin in dir auftaucht. Wen wünsche ich mir enger an meine Seite? Last but not least, Bereich Partnerschaft. Und das gilt für dich sowohl, wenn du in einer Partnerschaft bist, die aus deiner Sicht suboptimal dir erscheint, oder wenn du Single bist und dir aber eine Partnerschaft wünschst. Meine Frage dafür: Was, wenn ich meinen Blickwinkel einfach ändere? Du hast jetzt deine Frage für den Bereich in deinem Leben gefunden, den du als nächstes optimieren willst. Da Fragen viel mehr auf das Unterbewusstsein wirken als einfach nur Aussagen. Mach einfach Folgendes. Nimm diese Frage, die du jetzt hast, schreib sie auf einen Zettel, kleb sie dir an einen Ort, den du häufig siehst, pack sie dir in dein Portemonnaie, an den Badspiegel, auf den Nachttisch, auf dem Frühstückstisch oder wo auch immer hin und lass das Ganze mal einige Tage, vielleicht eine Woche auf dich wirken und notiere dir, was dir an Inspiration kommt. Du kannst dir auch eine kleine Sprachnachricht auf deinem Smartphone machen, damit du an alles hinterher noch denkst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, freue mich auf deine Kommentare, freue mich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst und wünsche dir bis zum nächsten Video eine gute Zeit. Tschüss!